Um solche Schwammroller und Stempel ganz easy selber zu machen, braucht ihr Folgendes. Beliebig große Schwammroller und Schwämme, maybe aus dem Baumarkt oder Malereibedarf oder einfach welche, die ihr noch im Keller habt. Am besten wasserfeste und robuste Marker. Farbe passend zum Zweck, also je nachdem worauf ihr drucken möchtet. Ich habe Acrylfarbe genommen. Ein Cuttermesser, am besten mit einer recht dünnen Klinge. Papier fürs Motiv, eine Schere und eine Unterlage, damit es nicht so dreckig wird. Als erstes wollen wir unser Motiv gestalten. Um die Größe besser abschätzen zu können, rollt das Papier einmal um die Rolle herum und markiert euch die Länge und die Breite eurer Rolle. Zeichnet euch eine grobe Fläche auf und schneidet das Ganze dann aus. Merkt euch, es muss nicht perfekt sein. Checkt trotzdem noch mal kurz, ob es rumpasst und wenn nicht, dann schneidet einfach noch ein bisschen nach. Jetzt können wir schon unser Motiv drauf malen, achtet aber darauf, dass es spiegelverkehrt sein muss, damit es beim Druck dann richtig angezeigt wird. Malt am besten nicht zu kleinteilig und detailreich, das könnte nämlich dann beim Schneiden ein bisschen schwierig werden. Euer Motiv könnt ihr jetzt ausschneiden, um es dann später beim Aufzeichnen auf eure Rolle zu übertragen. Und auch dort am besten nochmal kurz checken, ob es gut rumpasst. Die Ränder von eurem Motiv könnt ihr jetzt auf die Rolle übertragen, Innenräume könnt ihr auch easy freihand machen. Ich persönlich bemale meine Rollen am liebsten freihand, aber gerade bei Buchstaben oder komplexeren Motiven ist es smart, sich eine Schablone zu machen. Ihr könnt auch ruhig etwas grober arbeiten, erst beim Schneiden dann muss es passen. Ich habe zusätzlich auch noch mal einen Schwamm vorbereitet mit Motiv, um es euch mal zu zeigen. Kleiner Tipp für leichteres Zuschneiden. Macht eure Schwämme und Rollen ein bisschen nass und legt sie über Nacht ins Gefrierfach, um dann später leichter mit dem Messer durchzukommen. Schneidet jetzt den überschüssigen Schwamm einfach raus, sodass nur euer Motiv übrig bleibt. Und passt bitte gut auf eure Finger auf. Seid beim Schwamm entfernen auch schön vorsichtig, damit ihr euer Motiv nicht kaputt macht oder zu viel Schwamm von der Rolle reißt. So kann das Ganze dann aussehen, wenn ihr den Schwamm entfernt habt und nur noch euer Motiv übrig ist. Falls ihr vor allem eure Stempel ein wenig härten möchtet, weil Schwamm ja doch sehr nachgiebig ist, könnt ihr euren Schwamm einfach mit einer Schicht Acrylfarbe bemalen und trocknen lassen. Ansonsten wascht eure Schwämme und Schwammroller einfach mit Wasser aus nach der Benutzung. Mit den fertigen Rollern und Stamps und einer Farbe, die zu eurem Zweck passt, könnt ihr jetzt alles Mögliche bedrucken. Wie viel Farbe ihr genau braucht und ob das manchmal vielleicht ein bisschen zu viel war, das findet ihr beim Austesten ganz einfach selbst raus. Egal ob auf Leinwänden, Postkarten, Plakaten, Lesezeichen oder alten T-Shirts, probiert's einfach mal und macht eure eigenen Versionen.